kommen denn Schattenfarben zustande überhaupt? Schatten ist ja erst einmal äh, die Abwesenheit von Licht, von direkter Lichteinstrahlung, in dem Fall die Sonne. Ja, herzlich willkommen in meinem Küchenatelier. Das ist tatsächlich mein Küchentisch. Und ich sage das absichtlich, damit du wirklich keine Ausrede hast, mit dem Malen nicht anzufangen, weil du sagst vielleicht, ich habe ja gar kein Atelier. Los geht's. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Das ist übrigens das Referenzfoto, das ich auf meinem Spaziergang gemacht habe, das du auch in meinem Video vom Freitag siehst. Das habe ich hier oben nochmal verlinkt. Da kannst du das nochmal anschauen. Und habe das eben jetzt mal vorbereitet hier erstmal als Skizze. Dann machen wir hier wirklich die Gegenüberstellung. Also Schatten haben ja Farben. Einmal hier mit Bubenschwarz und hier mit unserer eigenen Mischung. Die Skizze, die kannst du entweder so belassen oder du kannst auch eine Bleistift Hell-Dunkelheit-Studie machen. Das liegt dir wirklich, das kannst du machen, wie du das möchtest. Ich mache das mal eben schnell. Ich fange mal hier an. Einfach mit einem Bleistift. Ich benutze hier einen 2B. Das sind 0,7 mm Minenstärke. Ist für mich eine perfekte Stärke, weil eine dünnere Mine, die würde hier immer haken und mir die Mine abbrechen. Und eine dickere, ja, für so eine kleine Skizze brauche ich keine richtig 1 Millimeter dicke Mine oder eben dicker. Ne? Das ist mal hier der Schattenverlauf. Dann können wir hier mal das Gras andeuten hier. Wir gehen jetzt auch gleich über diesen Klinker gleich drüber weg. Ich gehe jetzt hiervon aus, dass das Gras der hellere Tonwert ist. Und dann kann ich hier einfach nochmal den Klinker hier nochmal ein bisschen drüber schraffieren. Und schon haben wir eine kleine Tonwertskizze hergestellt, die den Schattenverlauf nochmal zeigt auf 2 unterschiedlichen Oberflächen. So, und jetzt geht es auch schon mal los. Die Farben, die wir verwenden heute, ich mache das mal hier oben hin. Das ist einmal das kühle Zitronengelb. Das ist leicht blaustichig. Dann haben wir das warmstichige, natürlich warmstichig. Multitasking, ne? Reden und malen. Das rotstichige warme Gelb hier. Dann haben wir hier, ich fange auch mit den kühlen hier Farben hier an. Dann haben wir das kühle, das ist das Krablack, Alizarin, Karmesin verwende ich hier eben. Und das ist eben leicht blaustichig, das kühle Rot. Und hier wieder das warme Cadmiumrot. Das ist hier eben gelbstichig. Und dann die kühlen Blautöne, einmal hier das ist Ultramarin. Das ist eben auch rotstichig. Und hier das warme Blau. Das ist gelbstichig und ist das preußisch Blau. So, das sind die Farben, mit denen wir heute arbeiten. Aus dem bewährten 3-Farben-Prinzip, warme und kalte Farbtemperaturen. Das Video habe ich dir oben verlinkt. Du kannst es entweder in Aquarell oder in Öl anschauen. Denn diese Prinzipien, die sind medienübergreifend. Du kannst es auch mit Acryl machen. Ne? Das ist völlig egal, denn es geht hier um wirklich grundlegende Prinzipien. Warme und kalte Farbtemperaturen. So, und jetzt geht es auch endlich los. Wir fangen mal hier an. Und zwar hier, ich lege einfach mal hier ein warmes Gelb hier an. Und werde das aber auch mit kühlen Feldern hier auch mit, ich sag mal,
bestücken mit kühlen Tupfern. Denn das werden wir dann gleich sehen. Das Blau, welches wir dann hier noch dazu tun, mischt sich unterschiedlich mit diesen beiden Gelbtönen. Denn wir haben ja in diesem Gelb einmal einen Rotanteil und hier in dem Kühlen einen Blauanteil. So, jetzt werden wir hier das Blau dazu tun. Mischt sich dieses Blau unterschiedlich mit den jeweiligen Grüntönen. Nämlich, da wo der Rotanteil mit enthalten ist, wird es eher so ein Saftgrün. Da wo der Blauanteil enthalten ist, da wird es eher ein richtig klares Grün. So, das ist das Schöne am Aquarell. Wir müssen jetzt hier nicht alles flächig ausmalen. Ich habe jetzt auch speziell diese Technik hier ausgewählt, dass sich die Farben eben hier auf dem Papier mischen. Ich hätte das ja auch alles hier, Gelb und Blau, alles hier auf der Palette mischen können. Dann hast du natürlich ein bisschen eine andere. Hier sieht man die Granulation viel besser, als wenn du alles schon hier mischst und dann einfach das Grün hier aufträgst. Ich kann jetzt hier noch schon mal ein kühles Gelb, was das hier gleich macht, das bringt das gleich, erfrischt das gleich ein bisschen mehr noch. Das ist die falsche. Hier nochmal schon mal. Ach, siehst du das, den Unterschied, ne? Das bringt gleich, macht gleich ein klares Grün, so ein bisschen hier wie hier oben. Ach, übrigens noch was. Wenn du so ein Referenzfoto hast, ich werde jetzt nicht akribisch hier jeden Schatten hier nachempfinden, sondern das ist wirklich nur eine Referenz, also ein Ausgangspunkt. Wir wollen ja hier keine exakte Kopie erstellen, sondern lediglich das als Anhaltspunkt, als Basis für unser als Basislager, wenn du so möchtest, für unsere Reise, für unsere, ne, hier nutzen. Hier mache ich das so ein bisschen, diesen Vignetten-Effekt. Das mache ich ganz gerne bei meinen Bildern, dass ich die Ecken ein bisschen dunkler gestalte, weil ich dann hier, zack, den Fokus, die Blick, also den Fokus ein bisschen steuern kann. Ne? Das ist so ein bisschen der Vignetten-Effekt. Ne? Gibt es auch bei Fotobearbeitungsprogrammen. So, das möchte ich hier natürlich vermeiden, dass mir das hier in das Lila hier reinfährt. Aber das ist schon mal, ich denke, dass das schon mal ganz gut ist. Das ist gut genug. Vielleicht kann man hier noch ein bisschen, wenn man möchte, wie gesagt, schau mal, wie das hier schon arbeitet. Ne? Die Pigmente, die suchen sich im Weg, die suchen sich ihren Weg im Wasser, ne? Je nachdem, wie die Wasserverteilung hier ist. Wenn jetzt recht viel Wasser ist, dann schießt es gleich hier überall hin. Oder wenn es weniger Wasser ist, dann wird es eher ein bisschen, ne, feiner, feingliedriger. So, das reicht hier völlig aus. Ich kann das jetzt natürlich trocknen lassen, von alleine trocknen lassen. Und was dadurch passiert, ist, dass es dann alles schön wunderbar ineinander fließt und sich mischt. Wenn ich das aber jetzt beschleunigen will oder diesen Stand einfrieren will, dann kann ich das praktisch mit einem Haarföhn machen, der das jetzt so, wie es jetzt ist, trocknet und dann fließt ja nichts mehr ineinander. Und das werde ich jetzt mal schnell mal machen. Das habe ich, wie gesagt, jetzt absichtlich gemacht, dass wenn ich jetzt hier das Violett hier auftrage, dass das nicht ineinander fließt. Violett, ja, ich habe jetzt hier Violett, ich war jetzt gedanklich ganz woanders, hier diesen roten Klinker. Aber wieso dieser rote Klinker denn jetzt hier einen violetten Schatten wirft und der gleiche Schattenverlauf aber hier im Gras einen dunkelgrünen Schatten wirft, das werde ich dir später erklären. Und dazu habe ich was vorbereitet und bleibe unbedingt dran bis zum Schluss, weil dann werde ich das zeigen, warum hier das hier einen lila Schatten gibt und das hier einen dunkelgrünen. Aber jetzt geht es mal hier weiter, den Klinker. Ich fange mal an hier mit einem hellen Rot. Das haben wir ja stellenweise hier ein bisschen vertreten.
Und das ist mit diesem hellen Rot, mit diesem warmen Rot. Und hier mit diesem, also gelbstichig warm und hier mit diesem kühlen, blaustichigen Rot. Und jetzt lassen wir das Aquarell wieder seine Arbeit tun. Das ist das Tolle dran. Man kann es schon so ein bisschen hier, ein bisschen steuern, aber die ganzen Mischungen, wie das ineinander verläuft, ne, das ist das Tolle und das Spannende dran am Aquarell. Was ich jetzt hier noch machen kann, schau mal, das ist ein ganz normales Küchentuch. Ich werde jetzt hier einfach mal so ein bisschen was hier wegnehmen. Einfach hier, um so ein bisschen diese Lichtflecken hier anzudeuten. Das kann man jetzt natürlich hier nicht so übertreiben, weil wir haben hier, schau mal, nur eine kleine Fläche. Ne? Man kann es wirklich nur ein bisschen andeuten. Wenn wir jetzt so eine große Fläche hätten für diesen für diesen roten Bereich, dann kann man da richtig spielen mit den Farbvarianten und da kann man richtig toll hier arbeiten. Aber ich denke, das reicht erstmal. Und damit es hier erstmal bleibt, ich finde, das ist schon gut genug, können wir das auch wieder einfrieren. So, das ist für unsere Demonstration völlig ausreichend. Jetzt werde ich hier erstmal das soweit vorbereiten, einfach aus einem ganz bestimmten Grund. Denn wenn ich jetzt hier schon den Schatten anlegen würde, ich sag's mal andersrum, Farben werden ja immer im Verhältnis zueinander betrachtet, auch Tonwerte. Wenn ich jetzt hier schon den schwarzen oder den Dunkelschatten auftragen würde, würden die ganzen Flächen rundherum viel heller wirken. Dann würde ich wahrscheinlich das auch heller malen. Oder ich würde viel mehr versuchen, ich müsste mich viel mehr anstrengen, diesen gleichen Tonwert hier zu erreichen. Ne? Und um das erstmal zu vermeiden, werde ich das jetzt erstmal hier auf dieses Level, also dies hier auf dieses Level bringen und dann machen wir die Schattenfarben. Ne? Dann kommen wir zum spannenden Teil. Bleib unbedingt dran. Und ich werde das, damit es dir nicht langweilig wird, werde ich das hier einfach jetzt im Timelapse machen. Ne? Und dann sehen wir uns sofort gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Schau dir das mal an. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Jetzt fange ich hier mal mit dem Tubenschwarz an. Das ist hier tatsächlich fertiges Schwarz. Ne, das werden wir hier nochmal zur Vollständigkeit halber hier mal mit dazu tun. Das ist halt wirklich schwarz aus der Tube. Ne? Beziehungsweise aus dem Näpfchen. Die werden, wenn du so fertige Farbensets kaufst, ist meistens ein Schwarz und eben ein Weiß mit dabei. So, und das werden wir jetzt hier einfach mal hier mit drauf tun. Der Baum ist ja hier auch im Schatten. Ne? Deswegen mache ich hier das auch gleich hier, fange ich hier gleich mit an. Ne? Der hat ja hier, nur hier in dem Bereich hat er ein bisschen eine Eigenfarbe. Ne? Das werden wir aber jetzt einfach mal, ich sag mal, weil es ja auch mehr oder weniger eine Systemskizze ist, werden wir das Detail jetzt einfach mal hier einfach übergehen. Ne? Einfach mal, um zu sehen hier, wie sich das Schwarz als Schatten hier macht. Ne? Es wird ja oft einfach wirklich nur Schwarz als Schatten verwendet. Und das schauen wir uns jetzt eben an. Kleiner Tipp hier noch. Der Schatten ist natürlich da, wo der Schattengeber auf das Schattenfeld, also auf den Boden trifft. Je näher der dran ist, desto schärfer wird der Schatten. Und je weiter weg er dann praktisch der Baumstamm vom Boden sich entfernt, desto unschärfer wird er dann. Das ist nur ein kleiner Tipp für die Realität, um das realistisch darzustellen. Aber jetzt hier
auf diesem kleinen, ich sag mal, Format werde ich das jetzt hier mal nicht berücksichtigen, sondern ich mache das einfach jetzt hier auch scharfkantig hier weiter. Ne? Warum dieser Schatten übrigens so verläuft und auch nicht in diese Richtung, das liegt einfach daran, dass dieser Baum, der ist in diese Richtung gewachsen, ne? Ich mache das mal hier, der ist in diese Richtung gewachsen und der Baum ist in der andere Richtung gewachsen und dadurch hat er einen komplett anderen Schattenverlauf. Ne? Wenn jetzt beide Bäume parallel gewachsen wären, dann würde der Schattenverlauf auch in diese Richtung laufen. Aber das nur mal nebenbei bemerkt. Übrigens, Thema Schattenperspektive. Bleib unbedingt noch dran bis zum Schluss und später, denn wenn ich dir erkläre, wie und warum dieser Schatten lila ist, werde ich auch noch dir einen Tipp geben zum Thema Schattenperspektive. Da werde ich das auch noch mal drin ansprechen. Bleib also unbedingt bis zum Schluss, da werde ich dir das alles noch mal zeigen. Und wenn das soweit bisher schon mal ganz gut ein Tipp für dich ist oder ein Thema ist, wo du sagst, Mensch, das möchte ich nicht weiter verpassen, was ich da noch alles vielleicht mitbekomme, dann lass doch gerne ein Abo da, weil dann wirst du wirklich keine weiteren Tipps mehr verpassen. So, schau mal. Das ist jetzt unser schwarzer Schatten von dem Baum hier. Ne? Und jetzt kommen wir hier zum spannenden Teil. Da werde ich jetzt allerdings hier schon etwas hier mischen. Und zwar, ich fange mal hier an. Weil wir wollen ja lebendige Schattenfarben auch malen. Und der Baumstamm, der ist ja im Schatten, aber der hat ja auch eine gewisse Objektfarbe. Ne? Die Rinde. Und hierzu nehme ich jetzt, schau mal her, ich habe hier ein Blau und ein Rot. Nur zwei Farben. Schau mal. Schau mal, was passiert, wenn ich diese beiden Farben mische. Hättest du denn jetzt nicht geglaubt und gedacht, dass ich jetzt eher ein Lila mische? Rot und Blau. Aber schau mal, das wird ja eher ein Braun. Warum? Ich sag's dir ganz einfach. Weil nämlich in diesem, schau mal, in diesem Rot, in diesem warmen Blau ist ein Gelbanteil und in diesem warmen Rot ist auch ein Gelbanteil. Wenn ich jetzt also Blau, Rot und Gelb mische, dann erhalte ich Braun. Versuch das mal aus. Versuch das mal aus. Probier das mal aus. Ne? Versuch das einfach mal. Denn Blau und Gelb gibt schon mal Grün. Ne? Und dann noch Rot dazu, dann hast du ein Braun. Schau mal, ich habe jetzt hier schon, je nachdem, das kannst du dir genauso hinmischen, wie du das brauchst. Jetzt ist es halt ein bisschen, schau mal, schon mal ein bisschen blau, stichig, dieses Braun oder dieses Schwarz. Möchte es aber eher noch ein bisschen bräunlicher haben, weil ein Baum, ja, in der Regel, schau mal, wir malen jetzt auch nicht wie aus dem Bilderbuch, wo man sagt, ein Baum ist immer, die Rinde ist immer braun, Blätter sind immer grün, ne? Aber hier als Unterschied, ich werde es eher ein bisschen hier bräunlicher gestalten. Schau mal, zum Vergleich, was wir hier für diesen Ton, hier für ein Schwarz haben. Ich werde das gleich mal noch mal ein bisschen hier, ein bisschen verwässern, dass man sieht, was das für ein Schwarz ist, was das für ein Grauton ist hier. Und das haben wir uns jetzt hier eigens gemischt. Das ist also jetzt hier kein Tubenschwarz. Das ist auch mal so ein bisschen. Wir können das auch ein bisschen variieren. Hier ein bisschen mehr, vielleicht Rot dazu. Ne? So, das ist schon mal der Baum. Und den werde ich jetzt auch hier mal Baum sein lassen. Ne? Denn jetzt kommen wir ja zum eigentlichen Thema. Schatten, obwohl der Baum ja hier auch im Schatten ist. Jetzt kommt hier unser Blau dazu.
Das ist wieder unser kühles, ne? Unser kühles rotstichige Blau. Und das wird jetzt hier unser Schatten. Hier Verlauf auf der Wiese. Ne? Und im weiteren Verlauf, jetzt wird es richtig spannend. Schau mal, wird dieses gleiche Blau ein Lila. Aber warum? Und warum verwende ich Blau für den Schatten? Ne? Schau mal, jetzt kann ich das hier, das ist das gleiche Blau. Ich kann jetzt hier wunderbar den Verlauf hier ein bisschen noch gut steuern. Ne? Kann auch hier dieses Blau noch in den Baum hineinziehen, weil ja, das ist ja auch Schatten alles hier. Ne? Aber warum blau? Warum das ein Blau ist, das zeige ich dir jetzt dann gleich im Anschluss. Warum eben hier die Schattenfarben blau sind? Schau mal, da ist zu viel Wasser und das Wasser drückt die Farbe. Das Wasser hier drückt die Pigmente wieder zurück. Ne? Da habe ich nicht aufgepasst. Ne? Das ist immer so, wenn man ein bisschen viel quatscht beim Malen. Und dann haben wir hier ein kleines Tal, weil das Papier sich ein bisschen buckelt. Ne? Da sammelt sich da alles. Aber das ist alles jetzt nicht so schlimm. So, dann machen wir das hier auch. Das ist hier der andere Schattenverlauf von seinem jüngeren Bruder oder Kumpel, der hier daneben anwächst. Das lässt sich auch schön hier mit verlaufen. So. Der Einfachheit halber habe ich jetzt verzichtet hier auf diese ganzen, auf dieses Laubwerk, diese Laubwerkschatten. Ne, das habe ich ja vielleicht hier ein bisschen angedeutet. Ne? Du wirst dich aber wundern, warum haben wir hier einen bräunlichen Schatten und hier eher etwas der ist richtig lila, aber hier ist er eher bräunlich und das zeige ich dir gleich. Das werde ich jetzt schon machen. Schau mal. Das ist wieder das gleiche Blau. Ich mache das mal gezielt auf diesem hellen Rot, auf diesem warmen Rot, damit du das siehst. Denn letztlich ist es genau das gleiche Mischprinzip. Warum das hier bräunlich wird, warum das bräunliche Schatten sind. Weil nämlich in diesem warmen Rot ein Gelbanteil ist. Und wenn dazu eben das Blau kommt, Blau und Gelb gibt ja bekanntlich Grün und Rot braun. Deswegen haben wir hier diese bräunlichen Schatten. Aber warum das alles so ist, dazu komme ich jetzt gleich sofort. Das kann man natürlich jetzt hier noch ein bisschen hübscher machen. Ne? Hier diesen Verlauf, damit der nicht so scharfkantig ist. Ne? Das kann man nach Belieben hier noch ein bisschen künstlerisch gestalten. Hier vielleicht mit ein paar Spritzern hier noch. Ne? Dass man da noch ein bisschen verlaufen. Das sind jetzt alles Spielereien. Ne? Das sind jetzt wirklich Spielereien hier. Das kann man natürlich machen. Das kannst du natürlich beim Schwarz genauso machen. Ne? Das kann man einmal hier noch mal ein bisschen ne, die Kanten hier ein bisschen, ne, was weiß ich, ein bisschen aufbricht.
Und dann hier auch noch mal ein paar, ne? Hier dieses Laub, dieses Schatten ein bisschen noch andeutet. Da kann man dann, aber wie gesagt, das ist jetzt hier in diesem Format, das ist ja alles doch recht kleinformatig, ne? Deswegen werde ich das jetzt hier gar nicht mal so großartig ausarbeiten, weil man kann das nämlich leicht übertreiben mit den Details, gerade bei so einem kleinen Format. Aber ich denke, das ist schon mal richtig gut geworden. Und man sieht auch den Unterschied. Schau mal, da ist ein bisschen Wasser mit drauf getropft. Das sind so die kleinen Feinheiten. Ne? Man kann hier schon auch ein bisschen nachsteuern noch, ne? Wenn man sagt, okay, das ist hier ein bisschen arg hier zu sehr verlaufen. Man kann vielleicht auch zwischendurch nochmal trocknen und dann nachts hier nochmal drüber arbeiten. Ne? Aber das Prinzip, und darum geht es ja jetzt in erster Linie, ist, denke ich mal, richtig klar geworden. Und jetzt kommen wir zum Teil der Erklärung, der spannende Teil, warum Schattenfarben hier blau sind. Ne? Das hat einen Grund und den möchte ich dir jetzt erklären. Ne? Wir machen uns hier eine kleine Skizze. Das ist hier unser Bildausschnitt. Dann ganz wichtig, ich setze mal hier nicht unbedingt in der Mitte, es wird sonst ein bisschen langweilig, vielleicht ein bisschen leicht versetzt nach unten eine Horizontlinie. Das ist unsere Horizontlinie. Wir wählen uns hier einen Fluchtpunkt. Das ist unser Fluchtpunkt. Ich mache mal hier FP. Und von diesem Fluchtpunkt machen wir unsere Fluchtlinien für unseren Klinkerweg. Uns den mal ein bisschen hier so in etwa verlaufen. So, das ist unser Klinkerweg. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Baum. Den werde ich später platzieren, denn es kommt ganz wichtig, damit wir das auch richtig schön platzieren können, alles, möchte ich das erst später hier machen. Und zwar, das wirst du dann gleich schon verstehen, warum das so ist. Wir brauchen auf alle Fälle hier noch unseren Himmel. Das ist hier unser Himmelszelt. Und in dem Fall ist es blau, weil wir haben einen sonnigen Tag, wolkenlos. Hätten wir einen verregneten Tag mit grauen Wolken, wäre das nicht blau, sondern wäre das grau. Aber wir haben hier wirklich einen wunderbar hellen, sonnigen Tag. Dann haben wir hier, in diesem Kreisbogen haben wir unseren Sonnenverlauf. Ne? Lass die Sonne mal hier stehen. Das ist unsere Lichtquelle. In dem Fall unsere Sonne. So, und jetzt kommen wir zur Schattenperspektive. Wir brauchen hier, wenn wir das hier lotrecht nach unten führen, lotrecht auf unsere Horizontlinie, dann haben wir hier ich nenne das den Sonnenfluchtpunkt. Hier haben wir ja unseren Perspektivefluchtpunkt. Das ist unser Sonnenfluchtpunkt. Und von genau diesem Fluchtpunkt aus verlaufen jetzt auch unsere Fluchtlinien, unsere Sonnenfluchtlinien. Sonnenfluchtpunkt-Fluchtlinien, um genau zu sein. Und zwar hier von diesem Sonnenfluchtpunkt aus. Ich deute es mal hier an, hier an, hier an, hier an, hier an und hier an. So, und jetzt können wir auch schon unseren Baum platzieren. Ich denke mal,
von der Aufteilung her wäre es ganz gut, wenn wir hier den Baum hier platzierten. Wenn ich jetzt den vorhin schon hier eingezeichnet hätte, hätten wir hier weniger Platz für den Schatten. Ne? Oder vielleicht zu hoch, dann wäre das ein bisschen. Hier ist es, glaube ich, ein guter Platz für unseren Schatten, für unseren Baum. Den werden wir jetzt hier mal hier pflanzen. Das ist unser Baumstamm. Und dann haben wir hier, keine Ahnung, unseren Baum. Ah, ist der nicht schön geworden? Hier, schau dir das mal an, hier, Mensch. So, und jetzt noch mal ganz kurz zum Verständnis. Hier außerhalb, lass hier mal eine Laterne stehen oder, keine Ahnung, eine Straßenbeleuchtung, irgendwas. Ne? Hier auf dieser Fluchtpunktlinie. Ich könnte das auch hier hinzeichnen. Lass mal hier ein Menschlein stehen. Oder lass mal hier ein Menschlein stehen. Ne? Vielleicht hier so. Ja. Und dann kann ich nämlich von hier, dann kann ich ja auch hier den Schatten, die Schattenfluchtpunktlinie einzeichnen. Also das ist egal, wie du das machst. So, ganz wichtig jetzt. Wir wissen ja nicht, wie lang der Schatten ist. Ist der hier? Wo hört der Schatten auf? Und das lässt sich hier bestimmen. Schau mal. Und ich verbinde jetzt hier diese beiden Punkte und ziehe das hier auf diese Linie drüber. Ne? Das sieht man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht. Aber damit du weißt, was ich da mache. So, schau mal. Ich habe jetzt hier diese Linie gezogen. Das bedeutet, die trifft oben hier und da hier. Das ist die Länge unseres Schattens. Und wie ist das hier bei diesem hier? Schau mal, ich versuche das jetzt mal freihändisch. Schau mal, der ist hier bis hierhin. Dieser Schatten, der läuft nur bis dahin. Ne? Und je nachdem, wenn jetzt der Mensch hier stehe, ja, stünde, lass mal den mal hier stehen, ne? Dann würde der Schatten, ich mache das jetzt einfach mal, dann würde der Schatten bis hierhin verlaufen. Ne? So, das ist jetzt mal wirklich nur mal nebenbei bemerkt. Jetzt ist das vielleicht vormittags, lass das mal nachmittags sein oder spät abends hier, ne? Spät abends. Dann haben wir hier wieder unser Lot, dann ist das hier wieder unser Sonnenfluchtpunkt. Ne? Dann steht hier vielleicht wieder so eine Laterne. Ne? Hier von diesem Sonnenfluchtpunkt aus. Oh, da habe ich jetzt nicht ganz genau getroffen. Macht aber nichts. Ich kann es ein bisschen verlängern. So, und von hier läuft jetzt hier wieder unser. Ja, schau das mal an. Ich mache das mal gerade hier. Ja, gar nicht mal so schlecht. Schau doch mal an. Ja, Mensch. Übung macht auch den Meister, ne? So, schau mal hier. Hier steht die Sonne flach abends. Schau mal, was das hier für einen langen Schatten gibt. Ne? Und natürlich, je steiler die Sonne, desto kürzer der Schatten oder je flacher, dann eben je länger. Das ist ja logisch. So, jetzt sind wir immer bei unserem Baum. Ich werde mal auch hier das Lineal hier mal ansetzen. Ne? Ja, wir haben jetzt hier keinen Punkt, ne, wie jetzt bei der Laterne. Ich gehe jetzt einfach mal von hier aus in etwa. Vor allem, ja, damit wir hier auch vom Platz hier gut hinkommen. Dann kommen wir nämlich hier mit diesem Schatten, diesen Punkt ansetze, kommen wir in etwa hier hin. Ne? Gut, ich kann das jetzt auch ein bisschen hier noch ein bisschen rüberziehen. Es ist auch ein bisschen größer. Ne? Dann haben wir hier, das ist unser Schatten, der Baumschatten, der Baumstamm, der hier verläuft. Ne? Und dann haben wir hier dieses Laub, das fängt vielleicht schon hier an. Ne? So in etwa. Das ist unser Schatten hier, der Baumschatten. Ja, von diesem Schatten. Ne? Kann ruhig vielleicht ein bisschen. Das ist jetzt auch wirklich nur eine Systemskizze. Das ist jetzt, ne? Solche Sachen, das sieht man natürlich vor Ort ganz genau. Man kann dann auch
ein bisschen nachmessen, um das eben die Dimensionen und die Proportionen alle richtig darzustellen. Aber das ist jetzt wirklich hier nur ein System. Und jetzt kommen wir nämlich hier auch zum Knackpunkt. Schau mal her. Wir haben jetzt hier wieder unsere, für eine Himmelfarbe, ich werde das mal ein bisschen reinigen, weil das ist noch ein bisschen rot mit dabei von der Mischung vorhin. Ich verwende für eine Himmelfarbe immer ganz gern ein warmes Blau. Das ist unser Himmelszelt. Das kannst du dir so vorstellen, wie im Biergarten oder in der Eisdiele, ne, wo du vielleicht unter einem roten Sonnenschirm sitzt. Dann ist nämlich plötzlich dein hellblaues Hemd wird dann auch plötzlich ein bisschen lilastichig. Ne? Und wenn du dann ein Foto machst und denkst dir, aber ich habe doch gar kein lila Hemd, dann weißt du warum. Warum das lila geworden ist. Weil dieser rote Sonnenschirm, dieses rote Zelt ne, dein Hemd eingefärbt hat. Ne? Und das ist genau das gleiche Prinzip. Ich mache das hier mal nochmal. So, das ist tatsächlich so, dass eben auch der Himmel zum Horizont hin heller wird. So, das soll uns aber jetzt schon mal genügen. Ich friere das mal eben ein. Dann haben wir hier auf der Sonnenseite stark erleuchtet und von gelblichem Sonnenlicht. Sonnenlicht ist ja nie weiß als solches. Ne? Das ist ja nicht weiß. Das ist immer gelbstichig. Und gegen Abend hin wird das sogar eben rotstichig. Deswegen, wenn du schon mal abends spazieren gegangen bist und ich ermuntere dich, mit offenen Augen spazieren zu gehen und so mit den Augen des Künstlers zu sehen, so wie ich letztens. Ich zeige dir das mal, was ich damit meine, hier eben auch in dem Video, welches ich hier oben verlinkt habe, eben mit offenen Augen zu sehen. Dann siehst du, dass dieses rötliche Abendsonnenlicht einen grünen Baum, dass die Blätter plötzlich bräunlich sind. Ne? Es ist mitten im Sommer, es ist Hochsommer, nicht irgendwie Herbst. Es ist tatsächlich diese, ne, diese Mischung. Und das ist nämlich genau der Punkt. Die Mischung macht's. Ne? Es ist ja die Mischung, die schau mal, oben ist es vielleicht ein bisschen heller. Ne? Unten ist dann der Schatten vielleicht nochmal. Oh, was war denn das? Ist ja ein bisschen dunkler. Ne? Aber das reicht völlig schon mal aus. Hier für unsere Demonstration. Dann haben wir hier unsere Wiese. Vielleicht auch mit unterschiedlichen Gelbtönen, ne, so wie vorhin unsere Demonstration. Dann haben wir hier auch, das ist auch nochmal Wiese, auch nochmal Grünfläche. Ne? Vielleicht hier auch nochmal ein bisschen unterschiedliches Gelb als erste Lage.
Und hier eben unseren Klinker. Ne? Wir haben ja hier unser Himmelszelt, das ja blau ist. Ne? Und wir haben das gelbliche Sonnenlicht. Dieses Sonnenlicht, diese Sonnenstrahlen treffen auf den Baum und ergeben einen Schatten. Und dieser Schatten, das haben wir schon gelernt, ist ja die Abwesenheit von Licht, von Sonnenlicht, von direktem Sonnenlicht. Natürlich strahlt hier von überall, strahlt hier steht vielleicht ein Haus, dann wird hier Sonnenlicht auch hier mit eingestrahlt, ne, mit eingestreut. Ne? Das ist ja nicht komplett schwarz und dunkel wie völlige Lichtabwesenheit, sondern es ist die Abwesenheit von direkt eingestrahltem Licht. Natürlich reflektiertes Licht strahlt in den Schatten ein und umso mehr, obwohl hier blau, dieses blaue Himmelszelt von überall hier blau abstrahlt, von allen möglichen Richtungen, ne, wird dieses Blau erst sichtbar in der Abwesenheit von eben direkt einstrahlendem Sonnenlicht, eben im Schatten. Weil im Schatten keine direkte Lichteinstrahlung herrscht, ne, wirkt dieses Blau, herrscht es vor, ne, kommt es erst wirklich zum Ausdruck, kommt es erst wird es erst sichtbar. Ne? Und das ist eben hier der Grund dafür, dass dieses Blau auf der Wiese, die übrigens auch hier auch nicht gelb ist, ne? Ganz vergessen, hier noch einzutragen. So, genau. Deswegen wird jetzt hier unsere Wiese noch dunkler, das dunkle Grün, weil es ist ja schon grün, jetzt kommt nochmal Blau dazu, dann wird es ja nochmal dunkler. Schau mal, es ist das gleiche Blau, das ich hier für das Grün, schau mal, das kommt hier auf den Klinker. Dieses Blau trifft auf diesen rötlichen Klinker und es wird ein Violett. Es ist doch eigentlich ganz logisch und also eigentlich, ohne eigentlich. Eigentlich ist ja eine Einschränkung. Es ist ja ganz logisch. Ne? Und hier im weiteren Verlauf wird es natürlich dann wieder dunkles Grün, weil Blau wieder auf Grün trifft. Da nach oben hin wird es dann, weil die Baumkrone ja nicht so dicht bewachsen ist, wird es dann ein bisschen wieder, gleicht sich das dann wieder mehr an die Wiese an das Grün, ne, weil ne, da scheint dann wieder mehr Licht durch. Ne? Aber das so detailliert braucht man das jetzt hier auf dieser Systemskizze, glaube ich, gar nicht darstellen. Aber ich denke mal, du hast das Prinzip schon verstanden. Denn es ist wirklich in sich geschlossen logisch. Ne? Jetzt ist es natürlich folgendermaßen, ne? Wie wir das auch anwenden. Und hier dürfen wir auch nicht, wir will ja nicht vergessen, hier kriegt auch noch seinen Schatten.
Und ja, ich mache jetzt einfach ein bisschen hier. Ja, das ist das Thema. Schatten haben Farben. In diesem Fall unser blaues Himmelszelt. Wir geben blaue Schatten. Wenn das jetzt aber ein roter Sonnenschirm wäre, in der Eisdiele, würde alles, was sich darunter befindet, in ein Rot getaucht werden. Wenn das ein Thema ist, dann lass doch auch gerne ein Abo da, damit du wirklich keine weiteren Tipps mehr hier verpasst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.